Das gehört dahin. Die Bad-Zeit, die wird dahin kommen. Die Jacksons nach oben. Das gehört noch zur Dangerous-Zeit. Ach, da seid ihr ja schon. Hi. Ja, MJ Update hier. Und ihr merkt es, ich bin hier mal wieder mein Regal am neu gestalten. Denn es platzt aus allen Nähten. Ihr kennt das bestimmt. Also jeder von euch, der sammelt oder die sammelt, wird die Erfahrung machen, dass einfach zu wenig Platz da ist. Und so geht es mir eben auch. Und deshalb muss man alle paar Monate nochmal neu räumen, nochmal gucken, wo machen sich Lücken auf. Jetzt musste nämlich Janet von hier verschwinden. Die habe ich hier rüber geschoben. Dafür musste ich hier links in dem Regal was nach unten und Platz und dann was darüber. Also ein Platzproblem und ich sag mal so, wer kennt's nicht? Ja, und bevor es in die Sommerpause geht, möchte ich natürlich dieses Regal hier noch schnell fertig machen und ich will euch natürlich noch schnell die Veranstaltungstipps geben, die jetzt in der zweiten Jahreshälfte auf uns warten. Und das ist MJ Update mit einem Veranstaltungsspezial. Viel Spaß! So, da habe ich mich auch mal schnell wieder vorbereitet und ich war mal wieder ein bisschen erkältet. Juhu, draußen ist es gerade irgendwie 30 Grad und ich habe die letzte Woche hier wieder in der Wohnung verbracht und mich mit meiner Erkältung rumgeplagt. Ja, was gibt's Schöneres, als bei 30 Grad mit einer Erkältung im Bett zu liegen? Naja, man schwitzt trotzdem, aber die Erkältung, die geht jetzt langsam raus und ich hatte jetzt natürlich nicht so viel Zeit, mich für eine reguläre MJ-Update-Folge vorzubereiten. Da war einfach nicht die Zeit für. Ich arbeite noch, war ich krank, nur im Bett gelegen. Naja, ich will gar nicht rumjammern. Ich will zu was Schönerem kommen und zwar zu den Veranstaltungstipps, die jetzt in der zweiten Jahreshälfte auf uns warten. Ich gehe sie chronologisch durch und ich sage euch alles, was mir bekannt ist. Wenn ich was vergessen sollte, kommentiert das doch gerne mal. Vielleicht gibt es ja Veranstaltungen, die ich nicht auf dem Schirm habe, die ich nicht mitbekommen habe. Gerne mal kommentieren, was es sonst noch so gibt. Ansonsten gehe ich jetzt einmal alles durch. Und zwar am 29. August. Was ist das nochmal für ein Datum? Michaels Geburtstag, natürlich. Ja, es findet wieder ein paar offizielle Michael Jackson Veranstaltung statt. Also genau genommen findet nur eine offizielle, die vom Michael Jackson Estate eben als offizielle Michael Jackson Veranstaltung benannt wurde, die auch vom Michael Jackson Estate beworben wird. Sie findet wie jedes Jahr in Las Vegas statt. Das ist die Annual Michael Jackson Birthday Event in Las Vegas. So nennt sich das. Organisiert vom Michael Jackson Estate. Und im Rahmen der MJ1 Cirque du Soleil Show, die ja schon seit 2011 oder 12, 11 war es, glaube ich. Nee, 11 war, glaube ich, die Immortal Show. Naja gut, ungefähr in der Zeit 2012 startete die MJ1 Show in Las Vegas. Und dort findet ja regelmäßig, muss man ja sagen, jedes Jahr eine Birthday Celebration statt, sodass auf jeden Fall die Michael Jackson One Show dort aufgeführt wird. Und davor gibt es noch Programm. Dieses Jahr wird Michael Bush eine Signierstunde geben. Ich vermute seines Buches King of Style. Michael Bush war ja Michael Jacksons Designer, der hat die ganzen Kostüme für ihn gemacht. Und er hat auch dieses Buch rausgebracht, King of Style, und er gibt dort eine Autogrammstunde. Karen Langford, die im Michael Jackson Estate sitzt, sie wird ein Interview führen mit Rich and Tone. Rich and Tone sind die Tänzer, die mit Michael auch zusammen auf der History Tour waren. Rich and Tone waren auch letztes Jahr bei der MJ, das Michael Jackson Musical Eröffnung in Hamburg. Und dort gibt es ein Live-Interview, das wohl auch weltweit, also auf YouTube ausgestrahlt werden soll. Soweit bekannt, also 29.08. Wer von euch da nach Las Vegas kommt, kann auf jeden Fall mal schauen, ob dieses Event was für euch ist.
Am 29.08. findet noch eine zweite Veranstaltung statt, die ist aber nicht offiziell vom Michael Jackson Estate. Es ist die Major Eddie Moulton Presents 23.000 Jackson Street Block Party, so heißt sie offiziell. Und die findet in Gary, Indiana, ein Steinwurf von Michael Jacksons Elternhaus entfernt statt. Und zwar in der Roosevelt High School, die ja direkt um die Ecke von dem Anwesen war. Also Anwesen, es hört sich jetzt so groß an, das ist ein kleines Häuschen mit zweieinhalb Zimmern, wo eben damals alle 9 Jackson-Geschwister plus die Eltern gewohnt haben. Und dort findet eine Blockparty statt und die wird moderiert von Chris Tucker, ihr kennt ihn aus Rush Hour und natürlich aus You Rock My World, dem Musikvideo. Und Denise Williams, die beiden moderieren die beiden Tage. Das ist nämlich am 29. und am 30.08. findet diese Blockparty statt. Und zu Gast vor Ort werden auch die Jacksons sein. Also Marlon und Jackie Jackson sind dort. Und wer weiß, wer da noch alles sein wird. Also das ist eine von der Familie getragene Party am Heimatort von Michael und allen Geschwistern. Tickets gibt es auf gary.gov/Jackson-Block-Party. Ich verlinke das auch alles hier in die Videobeschreibung rein, wie ich das ja immer so mache. Da findet ihr alle Links. Das sind die ganzen Birthday Celebrations, die nun mal alle in den USA stattfinden. Leider findet hier nichts in Europa oder sogar in Deutschland statt. Organisiert euch da mal selbst. Vielleicht seid ihr ja irgendwo unterwegs oder kommentiert ihr doch mal, was ihr am Michaels Geburtstag so macht, wenn ihr nicht gerade die Möglichkeit habt, in die USA zu reisen. Ab dem 10. September startet denn das One Night of MJ. Ja, ist es ein Musical? Nein, es ist kein Musical. Es ist eine Tribute-Show, in der Michael Jackson Live-Passagen nachgemacht werden. Wendell Gamma ist hier der Michael und Jennifer Batten, die Original-Gitarristin, die damals mit Michael Jackson auf der Bad, Dangerous und History Tour war, ist hier mit im Ensemble. Ja, das Ganze startet in Saalfeld, danach in Halle, Schwabach. Alle Termine findet ihr auf Eventim. Es gibt auch noch Reservix, glaube ich. Da kann man auch nachgucken. Da sind aber nicht alle Städte verfügbar. Deshalb empfehle ich euch bei Eventim nachzuschauen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das Bergisch Gladbach-Event gibt es beispielsweise nur auf Eventim. Also guckt einfach mal. Da gibt es sehr viele Städte. Das ist bis November 2026 kreuz und quer in Deutschland unterwegs. Ich habe darüber ja auch schon in der letzten Veranstaltungsfolge berichtet, aber jetzt wird es langsam heiß, es beginnt jetzt wieder, deshalb bringe ich das hier heute auch nochmal mit rein. Am 4. Oktober lohnt es sich vielleicht für euch in die Schweiz zu reisen und es ist jetzt, glaube ich, auch nicht so weit weg von der deutschen Grenze, in der Nähe von Zürich und zwar in Winterthur. Dort findet der MJ Day 2025 statt. Organisiert von unter anderem Ueli von Jackson CH, der News- und Internetseite, die euch ja schon seit Jahrzehnten mit Michael Jackson News versorgt. Programm ab 15 Uhr, Party ab 20 Uhr. Es wird gezeigt das History Tour Konzert aus Basel. Abends legen verschiedene DJs auf und vielleicht auch Tribute-Künstler. Und auch interessant, der Eintritt ist frei. Aber es geht eine freiwillige Kollekte rum, wo jeder das geben kann, was er geben möchte oder sie geben möchte. Ja, das kompensiert vielleicht dann auch wieder die teureren Kosten, die man vielleicht hat, wenn man in die Schweiz reisen muss. Jedenfalls für die deutschen Zuschauer oder vielleicht auch für die österreichischen. Für die Schweizer ist das wahrscheinlich kein Problem. Ja, das ist da der MJ Day in der Schweiz. Und jetzt habe ich eine Aktion von Malibu, die German MJ Fan Community, wie es offiziell heißt. Und zwar am 31.10. findet in Hamburg das Thrilloween in Hamburg statt, so heißt es offiziell auf deren Seite. Das ist eine Promo-Aktion für das Musical, wo sich eben Fanclub-Mitglieder daran beteiligen konnten. Hier die Kanäle von Malibu checken. Soweit ich es aber gesehen habe, sind die Tickets dafür schon weg. Man kann sich leider nicht mehr anmelden. Aber wie Jenny von Malibu
gehört habe in ihrer letzten Folge, schaut sie noch, ob es noch Nachschub geben kann oder vergünstigte Eintrittskarten. Und das ist eine ganz tolle Aktion. Malibu ist ja mit Stage Entertainment sehr eng im Kontakt und hier war eine Organisation für einen Flashmob zu Halloween mit anschließendem Musical-Besuch, einschließlich Übernachtung, Hin- und Rückfahrt. Und das Ganze ist eben eine Promo-Aktion, die Stage zusammen mit Malibu eben auf die Beine gestellt hat. Ich habe mich dafür angemeldet, da werdet ihr mich auf jeden Fall auch finden. Und ja, da bin ich mal gespannt, was dort genau stattfindet, wie dieser Flashmob umgesetzt werden soll. Wer da teilnehmen möchte, muss den Thriller-Tanz lernen. Ne, ihr wisst, Thriller-Video gucken und üben, alle, die sich angemeldet haben. Und und man muss sich als Zombie verkleiden und man darf natürlich keine Berührungsangst haben, dass Stage einen filmt und das dann in irgendeiner Art und Weise für Promo-Zwecke auch verwendet wird. Ja, ein Thrilloween-Special zusammen mit Malibu. Und hier einfach nochmal die Kanäle von Malibu checken, auf Facebook, Instagram oder hier auf YouTube. Wenn es da wieder ein Kontingent geben sollte, dort entsprechend bitte bei den Kanälen informieren. Und jetzt geht es schon ins nächste Jahr. Und das ist eine Meldung, die für mich ein bisschen überraschend kam. Ich habe damit gar nicht mehr gerechnet, dass das wieder zurückkommt. Ich dachte, diese Veranstaltung wäre eingestampft. Aber siehe da, Beat It Live hat sich zurückgemeldet. Und zwar ab Februar 26 kehrt Beat It zurück. Die Erfolgsshow über den King of Pop kehrt zurück, so wird es beworben. Damals bei der Premiere besuchte ja Jermaine Jackson in Berlin die allererste Uraufführung. Danach gaben sie ab 2018 über 250 Vorstellungen in allen deutschsprachigen Ländern, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und hier spielt Garsfield Michael und in Kiel startet das Ganze am 6. Februar 26. Aktuell sind die Spielpläne bis zum 12. April. Unter anderem auch Dortmund, Bielefeld, aber auch nach Köln in die Köln Arena, nach München, Saarbrücken und Berlin. Also es kommt nach ganz Deutschland, kreuz und quer, findet Beat It statt. Auf beat-it, so ist es richtig, .show könnt ihr euch über alle Tourdaten informieren und auch Tickets kaufen. Ich habe noch kein Ticket, überlege aber gerade, ob ich mir auch für Köln eins kaufe. Und das ist ja nächstes Jahr, da ist noch ein bisschen Zeit hin. Ich habe mir das auch schon angeschaut auf Eventim, wie die Verkäufe so sind. Es war auf jeden Fall, man muss sich glaube ich nicht beeilen, aber man kann sich das auf jeden Fall auch noch irgendwie gut planen oder auch noch wünschen lassen, wenn man bis dahin Geburtstag hat und Weihnachten steht ja auch noch vor der Tür. Also es ist einiges los. Schreibt mal in den Kommentaren, ob euch solche Veranstaltungen interessieren oder ob ihr sogar irgendwo hingeht oder ob wir uns vielleicht auch irgendwo sehen. Ja, das waren alle Veranstaltungen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch auf dem Plan stehen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendwo hingeht. Sehen wir uns vielleicht irgendwo. Würde mich freuen, wenn wir da in Kontakt kommen. Sprecht mich ruhig an. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt in die Sommerpause. Das war MJ Update, ein Veranstaltungsspezial. Jetzt kümmere ich mich hier nochmal um diesen Hintergrund, damit ich demnächst vielleicht auch in Ruhe in den Urlaub düsen kann. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sommer. Genießt die aktuellen tollen Temperaturen. Wir sehen uns wieder, irgendwann, wenn es eine neue Folge gibt. Ganz bald. Macht's gut. Ciao.